with anger. Every one of us has faced anger in some area of their life and at some time of their life. Ich beginne nun über das Thema Ärger zu sprechen. Ein jeder von uns ist dem Thema oder ist Ärger irgendwann in seinem Leben begegnet oder in irgendeinem Bereich seines Lebens begegnet oder in irgendeiner Zeit seines Lebens begegnet. There is no one in the universe who can say that I have never faced it. Es gibt niemanden im Universum, der sagen könnte, ich bin Ärger nie begegnet. Anger is like fire. Ärger ist wie Feuer. So you have to understand fire if you want to understand anger. Fire is outside of you and anger is inner fire. Also müsst ihr Feuer verstehen, wenn ihr Ärger verstehen wollt. Feuer ist außerhalb von dir und Ärger ist inneres Feuer. How does fire takes place? Wie findet Feuer statt? Wie ereignet sich Feuer? We say in science that there is a fire triangle, and if all 3 points meets together, it starts burning. Wir sagen, es gibt ein Feuerdreieck und wenn alle 3 Punkte oder zum Feuer gehört ein Dreieck und wenn alle 3 Punkte dieses Dreieckes zusammentreffen, dann beginnt das Feuer zu brennen oder zu lodern. First one is burning material. We call it substrate. Second is presence of oxygen. And third is ignition. Das erste ist brennbares Material, wir nennen es Substrat. Das zweite ist Sauerstoff. Und das dritte ist das Entzünden oder Anzünden. If all 3 of these meets, fire takes place, and if you remove one of them, it stops burning. Wenn all diese 3 zusammenkommen, findet Feuer statt. Und wenn du eines dieser Elemente oder dieser Punkte entfernst, hört das Feuer auf zu brennen. Now let us apply the same principle to our inner fire. Jetzt lasst uns das gleiche Prinzip auf unser inneres Feuer anwenden. Burning material here are fear, pain, injustice and frustration. Das Brennmaterial hier sind Angst, Schmerz, Frustration. What was the fourth theology? Frustration, injustice, Third? injustice Und Ungerechtigkeit. Ja. Also Angst, Schmerz, Ungerechtigkeit und Frustration. So, if you do not have any one of these, fire cannot start. Second thing what you need, Wenn du von dem nichts hast oder wenn diese Gefühle oder Vorbedingungen nicht vorliegen, kann das Feuer nicht starten. second thing you need oxygen, and Das this zweite ist, du brauchst Sauerstoff oder es braucht Sauerstoff. and this oxygen is our ego or suppression. Und dieser Sauerstoff ist unser Ego, die Unterdrückung. And when these 2 things are present, the burning material and oxygen, then a spark in form of an insult or a heated communication or non-suitable communication just makes you burst in anger. Und wenn diese beiden Vorbedingungen gegeben sind, dann wirkt als Funke zum Entzünden eben eine
irgendein Vorfall oder eine Kommunikation, die dich überfordert, mit der du nicht zurechtkommst, die etwas in dir auslöst, das reicht dann schon und dann kann das Feuer zu brennen beginnen. Anything out of these you can remove, your anger will go away. Und was auch immer du aus diesem Gefüge entfernst und es dir zu entfernen gelingt, das ermöglicht, dass dein Ärger hinweggehen kann. And in our life, we are of course worried about our anger, but we are also worried about the anger of our near one and dear one. Und in unserem Leben sind wir natürlich besorgt über unseren Ärger, aber wir sind auch besorgt über den Ärger derer, die uns nah und lieb sind. So we will be discussing of two angers here, one which you are facing and the other which your near and dear one are facing. Wir werden hier zwei Formen von Ärger diskutieren, und zwar einmal den Ärger, den du in dir selbst erlebst oder dem du in dir selbst begegnest, und das andere ist der Ärger, dem du in den dir nahen und lieben Menschen begegnest. Now you have to understand that we are not able to communicate properly with our near and dear ones and try to suppress our thoughts. Also zunächst einmal muss man verstehen, dass wir nicht mit unseren lieben und nahen Menschen kommunizieren können und gleichzeitig unsere Gedanken unterdrücken können. Das geht einfach nicht. And very specifically in case of our romantic relationships, we are always worried that how our partner will feel. So whatever we feel about the partner, we try to suppress in our communication. Und das gilt spezifischerweise und insbesondere eben in romantischen Liebesbeziehungen. Wir sind ständig damit beschäftigt, wie unser Partner sich fühlen könnte, und darum unterdrücken wir unsere Gedanken darüber, wie wir uns selber fühlen. Unless it reaches to a point that you are no longer able to suppress it and it jumps like a spring and you burst yourself in the inner anger or inner fire. Bis es zu einem Punkt kommt, wo du deine Gedanken nicht länger unterdrücken kannst und die brechen aus. Also es ist dann wie ein Ausbruch, kommt zu einem Ausbruch und eben dieses innere Feuer beginnt zu lodern. The idea is to communicate if something is there in your mind, then and there itself. Und die Idee ist, oder worum es gehen würde, ist es in dem Moment selbst, wo ein Gedanke in deinem Mind ist, dir in den Kopf kommt, dass du es in dem Augenblick zum Ausdruck bringst und damit auch eben in dem Augenblick lässt. Now, the root causes which I have told you are the fear, pain, injustice and frustration, our ego, our suppression and insult in form of a spark are non-suitable discussions. Und die Wurzel, die Rahmenbedingungen, die ich dir genannt habe, das waren eben Angst, Schmerz, Ungerechtigkeit, Frustration, das Ego und die Unterdrückung. All das sind keine geeigneten Beiträge zu wirklicher Begegnung. Let us understand
each burning material and how that puts fire of anger inside you. Lass uns jedes dieser Brennmaterialien verstehen und wie es funktioniert oder wie es genau vor sich geht, dass es eben dann letztlich zu Ärger in dir führt. The first thing, we start with the fear. Wir fangen zunächst einmal mit der Angst an. When we worry a lot, we are always threatened. Threatened? Yes. Aha. Also wenn wir uns viele Sorgen machen, sind wir immer wie bedroht. Like what will happen tomorrow? Like threatening, we feel due to the fear that what will happen to our life. Es ist immer, als wären wir damit beschäftigt, was wird morgen geschehen. In diesem Bedrohungsgefühl geht es in der Tiefe immer darum, dass wir in Angst sind, was wird aus unserem Leben. Like Corona has come to the earth now, and every one of us fears what will happen after the year. Where will this economy go? Whether we will be able to survive or not. All these creates a threatening stage in our heart, and we have no answer what to do and what not to. Und this was a little long, Guruji. Es ist ein gutes Beispiel dafür ist das, was im Augenblick mit Corona geschehen ist. Durch dass diese Corona-Situation eingetreten ist, sind wir ständig damit also wir fühlen uns bedroht und wir sind ständig damit beschäftigt, was wird aus unserem Leben werden, was wird in einem Jahr sein, was wird mit der Wirtschaft sein, was wird das auf jeder Ebene bedeuten, und wir fühlen uns dadurch bedroht. Okay, I'm sorry, I'll try to make it shorter. This creates frightening in us. Das erschafft so etwas wie Erschrecktsein in uns. And as a result, our frightened heart start mistrusting everything and everyone. Und in Folge wird unser erschrecktes oder aufgeschrecktes oder angstvolles Herz beginnen, jedem und allem zu misstrauen. We start mistrusting the plan of nature for our life. Wir fangen an, dem Plan der Natur für unser Leben zu misstrauen. We start mistrusting our governments which are there for our protection. Wir beginnen unseren Regierungen zu misstrauen, die doch da sind für unseren Schutz. And an unknown anger automatically starts taking birth. Unbekannter Ärger beginnt automatisch stattzufinden. Oder namenloser Ärger. Yeah. Now second burning material, second substrate, I said, is a pain. Das zweite Brennmaterial, von dem ich sprach, das zweite Substrat, ist der Schmerz. And pain usually comes to us from the feeling of rejection or from the feeling of an injury. Und Schmerz kommt normalerweise zu uns durch ein Gefühl von Zurückweisung oder von Verletzung. And when you feel rejected again and again and are not able to communicate this with the person who is rejecting you, a feeling of pain comes in, and if you keep suppressing this, it forms anger.
Und wenn du dich wieder und wieder von jemandem zurückgewiesen fühlst und es ist dir nicht möglich, das diesem Menschen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dann wird eben Schmerz in dir entstehen und dieser Schmerz wird sich automatisch in Ärger ausdrücken, in Ärger zum Ausdruck kommen. Injustice is an abuse committed to us. Ungerechtigkeit ist ein Missbrauch, der an uns begangen wird. Almost everyone of us has a moral code inside of us. Nahezu jeder Mensch hat einen Moralkodex in sich. Unless, of course, you reach to a level of consciousness. And this moral code decides in our heart what is right and what is not. Dieser Moralkodex entscheidet in unserem Herzen, was richtig und was falsch ist oder was richtig ist und was nicht richtig ist. And because of this, we realize that some abuse has been committed against ourselves or against our near and dear ones. Und aufgrund dessen entscheiden wir, dass ein Missbrauch begangen worden ist, ein Missbrauch an uns oder ein Missbrauch an unseren lieben und nahen Menschen. We try to get justice, and if we are not able to get justice to our satisfaction, that creates anger in us. Any difficulty? Wir versuchen Gerechtigkeit zu erlangen oder Gerechtigkeit zu bekommen, dass uns Gerechtigkeit zuteil wird. Und wenn das nicht zu unserer Befriedigung möglich ist, ist auch das eine Ursache dafür, dass eben Ärger in uns entsteht. Frustration takes birth when our expectations are not met. Frustration wird geboren, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Or when others' expectations are not met about us. Oder aber wenn die Erwartungen der anderen über uns nicht erfüllt werden. Like Anya is working as a doctor and her senior doctor's expectations are little more than what she is able to deliver. That will also put frustration to Anya. Wenn Anja als Ärztin arbeitet und ihre Oberärzte oder Vorgesetzten haben höhere Erwartungen an sie und sie ist nicht in der Lage, das zu erfüllen, dann wird das in Anja erzeugen. These are the only 4 regions which creates the substrate, the basic material to get angry. Das sind die einzigen 4 Vorbedingungen, die dieses oder Substrate, die eben das Material erschaffen, aus dem Ärger wird. And when these materials get supported by oxygen called ego present in us, what did you say after ego? Present in us, I mean, if these burning material gets supported by our ego, Wenn diese Materialien von unserem Ego unterstützt werden, and in the same time somebody insults us, the ego makes anger to burst. Und wenn dann noch gleichzeitig uns jemand zum Beispiel beleidigt, dann this ego does not make us realize das Ego, das als this ego does not make us to realize
that by getting angry on someone, I'm not harming that one. I'm instead harming my inner self. I'm sorry, my internet was unstable for a moment, so I only caught part of what you have been saying. Can somebody else translate? Just for the last... I can repeat, don't worry. Yes. Okay. Mm-hmm. If somebody is translating, then it is okay, otherwise I repeat, whatever suits you. You better repeat? Yes. Thank you. So, this ego present in us does not allow us to understand that by becoming angry on somebody else, you are not harming that person. Instead, you are harming yourself. Dadurch, dass das Ego uns die Situation in dieser Weise präsentiert, wird es uns nicht möglich zu verstehen, dass indem wir mit Ärger reagieren, dass wir da nicht dem anderen Schaden zufügen, sondern uns selbst. The moment we try and understand that it is harming ourselves, the tendency to become angry reduces by about 25%. In dem Augenblick, wo wir verstehen, dass wir mit dem Ärger uns selbst Schaden zufügen, wird die Tendenz, in Ärger zu verfallen, um etwa 25% reduziert sein. So now when we come, how we can fight our anger? You can fight at a two level. Number one, you do not allow it to come to you by eliminating fear, by eliminating pain, eliminating injustice and frustration. Also wie können wir Ärger bekämpfen? Möglichkeit 1, du erlaubst gar nicht erst, dass es in dir entstehen kann. Und zwar indem du diese 4 Substrate eliminierst, indem du den Schmerz eliminierst, indem du die Angst eliminierst, indem du Ungerechtigkeit und Frustration eliminierst. And for this, the best advice is that do not suppress yourself. Und für das ist der beste Rat, unterdrücke dich selbst nicht. If I have got anything to say about you, I should say the moment the thought of saying comes in my mind. Wenn ich etwas über dich zu sagen habe, dann sollte ich das in genau dem Augenblick tun, wo der Gedanke mir in den Kopf kommt. And whatever small misunderstanding between us are, we can sort out at that moment very easily. Und was auch immer das Missverständnis zwischen uns beiden ist, wir können es eben dann in demselben Augenblick, wo es entstanden ist, auch wieder aussortieren oder eben auch in dem Augenblick lassen. Do yoga continuously. Macht kontinuierlich Yoga. Especially the breathing part of it. Und zwar insbesondere den Atemteil, das Pranayama. Yes. And among the pranayama, there is a mantra called Paraprasad mantra, which I keep telling, and at the end of the session, we will give it to you today again. Und im Teil des Pranayamas ist ein Mantra, das auf das Guruji uns immer wieder verweist und das er uns auch am Ende dieser Session noch einmal geben wird. And if you practice that regularly, there is every chance that you will become very calm, fearless, painless. Nothing will matter to you in form of injustice also, and the frustration will go away from you. Und wenn du das praktizierst, dieses Mantra, dann wirst du sehen, dass das in ganz unglaublicher Weise Wirkung trägt und du wirst angstlos werden, schmerzlos
Und du wirst nicht mehr Ungerechtigkeit empfinden und auch keine Frustration mehr empfinden. All those who are initiated with this, they must always try to practice it, and if not, you already have your breathing patterns. Breathe very deeply. Und all die von uns, die von Guruji initiiert worden sind, wir sollten das insbesondere ständig praktizieren. Und wenn wir nicht das Mantra anwenden können, dann sollten wir zumindest ganz tief atmen in solchen Augenblicken. With every inhale, the strength to reduce anger comes in. Mit jedem Atemzug, mit jedem Einatmen kommt zu uns die Stärke, Ärger reduzieren zu können. And with every exhale, your anger dies off and goes away from you. Und mit jedem Ausatmen stirbt der Ärger in dir ab und wird dich verlassen. The thinking of yoga that nothing can ever go wrong to you. Wenn du in diesem Sinne Yoga praktizierst, kann dir nie etwas geschehen und wird bei dir nie etwas schieflaufen. Also helps us that if nothing can go wrong, why fear? Und es hilft uns darüber hinaus, denn wenn nichts mehr schieflaufen kann, warum sollten wir dann Angst haben? And yoga says it very clearly in the restraints and observances chapters. Und Yoga sagt in speziellen Kapiteln das eben sehr exakt, that nobody can disturb you unless you want to be disturbed. Niemand kann dich stören, wenn du nicht gestört sein möchtest. And if you cannot be disturbed, how can anger take birth? Und wenn du nicht gestört wirst, wie könnte dein Ärger geboren werden? So the basic idea is, basic concept is that your journey within and supported by Paraprasad mantra, the breathing techniques, takes away anger totally from yourself. Das zugrunde liegende Konzept ist, dass du auf deiner inneren Reise bist und das Paraprasad Mantra und die Atemtechniken nehmen den Ärger von dir. It doesn't allow all the three things to become together to form anger inside you. Es gestattet nicht, dass diese drei Substrate oder Grundlagen zusammenkommen können, um Ärger in dir entstehen zu lassen. And if you rise to a little upper level, everyone and every situation is same. Und so kannst du mit jedem und in jeder Situation immer zu etwas höheren Ebenen emporsteigen. Also die Stufe für Stufe immer weiter vorankommen für dich selbst. And at that level of subconsciousness, anger does not exist. Und you said exactly on that level of consciousness? Yeah, at the level of subconsciousness or consciousness. Aha. Und auf der Ebene des Gewahrseins und der Bewusstheit existiert Ärger nicht. Time enough. And therefore be calm, relaxed,
fearless, do not take pain to yourself. There is nothing who can provide you injustice, and even if it provides you, take it simple that it is their karmas and not yours. Reduce the frustration present in you regularly by breathing in and breathing out. Have control on your ego. Yeah, sorry. Yeah, please. So sei stets ruhig und gelassen und erlaube nicht, dass du Schmerz oder Angst empfindest und auch eben keine Ungerechtigkeit und keine Frustriertheit. Und wenn dir doch Ungerechtigkeit widerfährt, so lasse das nicht an dich hin, denn wenn du diese Ungerechtigkeit nicht zu dir in dich hineinnimmst oder nicht annimmst und dir dessen gewahr bleibt, dass es das Karma der anderen ist, was die da im Augenblick betreiben, dann wird es dich eben auch nicht erreichen können. Surrender all your karmas to your higher self. Be relaxed and enjoy your life. What should we surrender? Surrender all of our Karmas, deeds. Guruji? Deeds. Gebe alle dahin, sei entspannt und führe ein The problem is in here. Leben. Anja, kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Ich glaube, also du hattest wieder eine instabile Verbindung. Okay. Gebe all dein Handeln deinem höheren Selbst hin. Sei entspannt und führe ein glückliches Leben. Relax, be without anger and enjoy your life is the mantra. Start following it from today and enjoy. Thank you so much. Sei entspannt und führe ein glückliches Leben. Das ist gewissermaßen die Botschaft des heutigen Tages. Und wenn du das, was ich hier gesagt habe, umsetzt, dann wirst du dein Leben sehr genießen können. In diesem Sinne, ich danke euch allen sehr.